In Momenten der Krise oder starken Veränderungen fragen sich Menschen als erstes, macht das eigentlich Sinn? Macht das Sinn für mich? Sinn für unsere Organisation? Sinn für unsere Kunden? Oder macht das Sinn für uns alle gemeinsam als Gesellschaft? Nur wenn Sie diese Frage voll und ganz mit Ja beantworten können, werden Sie maximalen Einsatz zeigen. Andernfalls werden Sie versuchen, die Veränderung mit möglichst wenig Aufwand oder Schaden einfach an sich vorüberziehen zu lassen. Das wird dir nicht anders gehen, oder? Als Führungskraft oder Autoritätsperson bist du für dein Team oft die entscheidende Orientierungsperson. Du kannst dem Team dabei helfen, Sinn zu entdecken oder der Dynamik sogar vielleicht einen eigenen Sinn zu geben. Andersherum besteht auch die Gefahr, mit Negativität, Frust oder Hoffnungslosigkeit anzustecken oder auch andersrum sich selbst anstecken zu lassen. Du hast die Wahl. Beides ist möglich. Gerade in Krisen oder komplexen, unvorhersehbaren Dynamiken ist es sehr schwer, positiv zu bleiben. Aber wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder. Es ist schwer, weil auch du und die Führungskräfte über dir nicht alles wissen können und es dir selbst gegebenenfalls schwerfällt, den Sinn zu erkennen. Das ist der Charakter der VUCA World. Es ist schwer, weil dein Team sehr schnell merkt, ob wir schaffen das, ein Lippenbekenntnis ist. Es ist schwer, weil falsche Beschwichtigungen oder unfundierte Abwiegelungen schnell Unglaubwürdigkeit erzeugen. Und es ist schwer, weil dein Team trotz all der Unsicherheit letztlich doch Orientierung und Sicherheit braucht. Wie kann es also in einer so herausfordernden Situation dennoch gelingen, mit beherzter Führung deinem Team Sicherheit und Orientierung zu geben und deinem Team dabei zu helfen, Sinn selbst zu entdecken? Im Grundsatz sind es in meiner Erfahrung genau 3 Dinge, die den Unterschied machen. Meine erste Empfehlung ist: Sage nichts, was du nicht wirklich glaubst, und benenne zentrale Herausforderungen klar und ehrlich, um anzuspornen. Zweitens: Wenn du die Lösung selbst nicht kennst, dann führe trotzdem, aber über einen gut moderierten Prozess und lerne in Iterationszyklen, die so lang sind, wie du zuverlässig planen kannst. Zuletzt kommt der schwerste und gleichzeitig wichtigste Punkt, nämlich drittens: Übernimm du die Verantwortung, dass du selbst in der Herausforderung einen Sinn sehen oder ihr einen geben kannst. Was soll mit der Veränderung eigentlich erreicht werden? Wo sind Chancen? Wo liegen Lernmöglichkeiten? Welche Gesamtstrategie führt euch als Team gemeinsam nach vorne? Diese 3 Empfehlungen können dir und deinem Team helfen, auch in schwierigen Situationen beherzt zu bleiben, gemeinsam anzupacken und weiter in eine gemeinsame Richtung zu ziehen. Auf dieser Seite kannst du dir Feedback einholen, wie gut dir das bereits gelingt. Denn zur Erinnerung: Krisen sind Kipppunkte. In solchen Kipppunkten kann deine beherzte Führung einen Unterschied machen. Ob dein Team Zuversicht schöpft oder frustriert aufgibt. Glaubwürdigkeit, Klarheit und Sinn machen dabei den Unterschied. Ich wünsche dir viel Erfolg.